Alrighty dann, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Shakes and Fidget. Ja, ich melde mich mal wieder, denn ich habe 2 Fragen bekommen, über die möchte ich reden. Im Hintergrund seht ihr jetzt so Daily Gameplay meines Chars auf EU5 und ja, es ist nämlich so, auch wenn ich Content Creator technisch derzeit auch sehr inaktiv bin, über die Gründe, ja, wer sie wissen will, kann da gerne fragen. Wird demnächst ein FAQ geben, mehr Infos dann, wenn es soweit ist. Aber das heißt nicht, dass ich das Spiel natürlich nicht spiele. Ja? Und das war eine Kernfrage, die ich mal jetzt in der letzten Zeit bekommen habe, privat. Ja, ich spiele weiterhin Shakes and Fidget und fokussiere mich vor allen Dingen auf EU5 und auf S41. Das sind ja meine beiden Main-Chars. Dann habe ich noch auf EU1 natürlich den Magier. Den spiele ich auch weiterhin, aber nicht ganz so gewissenhaft wie die anderen beiden Chars. Und auf EU12 hatte ich natürlich auch noch mal ein bisschen was gemacht zwischendurch. Ein bisschen ein paar Level auch gemacht, aber hauptsächlich spiele ich diesen Server eigentlich nicht mehr, beziehungsweise werde ihn auch nicht mehr spielen. Ja, aber nur weil ich insgesamt sehr inaktiv und mich kaum jetzt erstmal in diesem Social oder in der Content Creation World jetzt beteilige, also auch nicht jetzt großartig als Zuschauer. Ich hatte ja jetzt mal einen Livestream zwischendurch mal gemacht zu EU12, aber ansonsten kam jetzt in den letzten Wochen nichts. Ich spiele das Spiel trotzdem, ja, nach bestem Wissen und Gewissen, und das ist ja auf jeden Fall wichtig für mich, dass ich das auch nochmal nach außen transportiere, denn Shakes and Fidget ist jetzt 15 Jahre alt geworden. Ich bin nicht 15 Jahre Teil des Spiels, aber schon gut und gerne 15, beziehungsweise Quatsch, nicht 15, 13 Jahre, 12 bis 13 Jahre mit Pausen dabei, und das ist einfach krass, wenn man sich überlegt, wo das Spiel halt zu welchem Zeitpunkt stand und wo es auch auf der Kippe stand, wo man sich gefragt hätte, hey, geht's noch weiter? Und es ging weiter, und jetzt sind wir hier an einem ganz anderen Gefühl. Also wenn man das optisch so rein betrachtet, auch mit den ersten Versionen, denkt man schon fast, das ist was ganz anderes, und das Spiel entwickelt sich weiter. Ich habe mir tatsächlich auch die letzten Wochen nichts großartig an News angeguckt oder was update-technisch kommt. Ich werde mich da tatsächlich dann auch an die anderen YouTube-Kanäle oder an Shakes and Fidget Discord halten, um mich selber da zu informieren. Da ich mich auch nicht in dieser Drucksituation sehe, dann gewisse Sachen zeitnah auch bringen zu müssen. Und wenn ich das Gefühl habe, es gibt ein paar Dinge, über die ich reden will, dann werde ich auf jeden Fall meine Meinung dazu definitiv auch äußern. Ja? Und wir kommen ja gleich mal zum zweiten Thema. Das ist im Prinzip auch so ein bisschen eine Aussage gewesen, die ich gehört habe, für die ich mich ich muss mich für die eigentlich nicht rechtfertigen, trotzdem möchte ich das ansprechen. Nebenbei gehe ich hier im Übrigen auf relativ kurze Expeditionen aufgrund der ganzen Drops natürlich, die mitkommen, und wenn man dann noch extra Gold bekommt über die Chests, ist es ganz geil. Also kurze Expeditionen machen bei so einem Mehrfach-Event definitiv Sinn. Und ansonsten sind sie, glaube ich, auch rein fürs Gold auch empfohlen. Man wird sehen, dass ich nicht immer die 40 Punkte geschafft habe, aber Hauptaugenmerk lag da jetzt auch eher mehr an den Drops oder auch an den Items, dass man die bekommt. Wegen dem Hexen-Event sind die ja dann auch doppelt, also mit 5 Millionen bis 10 Millionen Worth mal 2 ist ja halt auch ganz schmackhaft. Und ja, es kam so ein bisschen eine Meinung auf, ich gehe davon aus, das war sogar ein Troll, ob man jetzt bei mir zum Beispiel feststellt, dass ich jetzt eben nicht mehr viel Content bringe, weil ich ja eben offiziell quasi alles erreicht hätte bei Shakes and Fidget. Also mich auf gut Deutsch auf den Content oder auf den Partner, auf die Partnerschaft ausruhen würde. Und ja, das ist natürlich nicht der Fall. Lustigerweise ist es tatsächlich, glaube ich, gar nicht fest. Also es ist jetzt nicht so, dass Blaya sagt, ich muss das und das in einer gewissen Form machen. Das war noch nie so gewesen. Ich habe sehr viel Kontakt zu Blaya immer auch gepflegt und habe dann auch mal gesagt, wenn ich zum Beispiel ein paar Tage lang nichts kam, habe ich mich auch immer proaktiv dafür entschuldigt, und da kam auch immer entsprechendes Feedback. Also man ist trotzdem auch im Austausch, und wenn es jetzt so wäre, dass jetzt Blaya auf mich zukommt und sagt, hier aufgrund dieser und dieser Tatsachen
müsste man mal miteinander sprechen, dann würde ich das natürlich auch machen. Und ich habe auch jetzt wieder eine Nachricht an sie geschrieben, beziehungsweise werde ich es machen mit diesem Video auch in Verbindung, dass es eben derzeit in meinem Leben so ist, dass ich das Spiel natürlich weiterspiele, aber eben nicht viel Content bringen kann oder im Moment auch möchte. Und ja, dann redet man miteinander und dann kann es akzeptieren. Das hat aber nichts tatsächlich damit zu tun. Klar, die Partnerschaft. Wir wissen ja seit geraumer Zeit, was es bedeutet, Partner zu sein. Welchen Support kann man erwarten von Playa Games dafür, dass man eben das Spiel spielt und auch zeigt. Und das ist ja sehr transparent alles geworden. Diese Pilze helfen natürlich. Ja, die helfen vor allen Dingen, wenn man halt tatsächlich 1-2 Mal eben Sachen versäumt, die man mit Pilzen vielleicht wieder gut machen kann. Die hat ein normaler Free-to-Play-Spieler oder ein normaler, nicht gepartnerter Spieler nicht zur Verfügung. Das ist ein Vorteil, ganz klar, auf den ich mich aber nicht ausruhe, weil man ja damit nicht flext. Und das Thema des Creator-Codes ist ja sogar noch mal ein bisschen vielschichtiger, denn wenn man natürlich kaum aktiv jetzt in den Gilden, in den Discords, auf YouTube, auf Twitch, wenn man da jetzt nicht so aktiv präsent ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der eigene Creator-Code auch genutzt wird, natürlich geringer. Also ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, ob ich für Juni tatsächlich das Mindestziel für eine Auszahlung erreichen werde. Das weiß ich nicht. Trotzdem, wir sind ja jetzt Ende Juni, wird es mein Quartalsgewinnspiel geben, denn der Creator Code wurde ja im April und Mai auf jeden Fall von euch genutzt und ich sollte es jetzt so sein, dass es im Juni wirklich nicht weiter was dazu käme, dann werde ich das aus eigener Tasche machen, denn ein Vorteil hat es auch, wenn man halt nicht mehr so krass da überall dabei ist, man spart natürlich auch das Geld und das ist es ja sowieso, seitdem diese Partnerschaft auch existiert, zwischen mir und Playa Games, ich kann jetzt so von mir reden, ich weiß nicht, wie es bei den anderen Content Creatoren ist es so, dass ich natürlich seitdem auch fast jeden Server mitgenommen habe und insgesamt auch viel mehr Geld investiert habe, um gewisse Sachen zu erreichen. Das heißt, die Vorteile, die ich durch Playa bekommen habe, habe ich selber jetzt für mich auf andere Weise schon wieder doppelt dann investiert. Ja, das war jetzt zu EU12 das erste Mal auch, dass ich echt wirklich nicht viele Pilze extra gekauft habe. Auf allen anderen Servern, wo ich aktiv gespielt habe, war das deutlich lukrativer für Playa, sagen wir es mal so. Und dementsprechend sind diese Aussagen, also wenn ich die halt so bekomme, wie gesagt, ich habe es fast als Troll formuliert, aber für mich nicht greifbar. Ja, die werten das auch nicht. Also ich würde auch diese beiden Chars hier spielen, selbst wenn ich kein Partner wäre mehr von Shakes & Fidget, aus welchen Gründen auch immer. Und alles andere ist on top. Ja, also für das zweite Quartal heißt es, wird es auf jeden Fall dann das Gewinnspiel geben mit Spendenaktionen, was ich angekündigt habe. Und wie gesagt, wenn es da sinnvoll ist und notwendig, werde ich da auch selber noch mal ein bisschen was reinlegen, um der Community was zurückzugeben, definitiv. Und alles für andere wird man sehen. EU13 kommt, steht in den Startlöchern. Ich glaube, dazu habe ich jetzt auch vor, nochmal zu erklären, was da bei mir passieren kann. Das Problem für mich, ich sage es schon mal vorab, ist, wie auch schon fast zu jedem der letzten Serverstarts, ich bin immer nicht zu Hause zum Serverstart direkt. Ja. Also tatsächlich sind wir nächste Woche auch wieder in einem Kurzurlaub bis Samstag. Da weiß ich nicht, wann ich Samstag überhaupt am Rechner bin, aber Tag 1, also Freitag, wird wieder sehr schwierig. Ja, ich wäre eigentlich gerne beim Serverstart mal wieder dabei, dass ich wirklich zu Hause bin, nichts großartig vorhabe und sogar die Zeit hätte zu streamen, weil dann wäre das natürlich super, ja, für die Promotion, für den Server und auch für mich. Aber das ist jetzt nicht passiert. Und deshalb werden wir mal schauen, wie es da weitergeht. Ich bin jetzt hier weitestgehend fertig mit dem Server. Bedanke mich schon mal, dass ihr so wunderbar zugehört habt bis dahin. Und ich will auch noch mal weg von mir sagen, dass es schön ist, dass für diejenigen, die jetzt Shakes & Fidget Content auch noch gerne viel aufsaugen auf Twitch, wird fast den ganzen Tag über gestreamt. Das hat natürlich auch ein bisschen was mit den Drops zu tun. Die Streamer sprechen sich da ab, aber da kommt Content und es gibt
weiterhin, also zum Beispiel Kyse sehe ich jeden Tag in meiner Abo-Box gefühlt Videos, dass er die online stellt und Projektideen, der Rudos hat mir Sachen geschickt, der Gorgos hat mir Sachen geschickt, die habe ich teilweise noch nicht mal beantwortet, weil ich einfach mich selber auch ein bisschen noch mehr rausnehme, weil ich das brauche. Und es gibt genügend Kreativität, Gott sei Dank weiterhin, was Shakes and Fidget und die Community betrifft. Und alle festen Größen in allen Sprachen gefühlt. Das ist halt geil. Das freut mich. Das bestärkt mich auch zu sagen, dass ich nicht mir was aufzwängen möchte, weil ich halt denke, okay, sonst macht's halt keiner. Ne? Also wenn jetzt plötzlich alle verschwinden würden von der Bühne, ja, dann wäre das natürlich auch nochmal eine andere Grundsituation, wo man echt überlegen muss, was passiert da, weil das Spiel soll ja nicht aussterben, ne, online, aber das stirbt Gott sei Dank ja nicht aus und vor allen Dingen nicht nur, weil ich keine Videos mache oder so. Also ich bin da nur ein Rattenpups, ja, die anderen sind wichtig. Deshalb macht's gut, haut rein und tschüss, euer Basti.